Willkommen in Los Angeles, beziehungsweise jetzt gerade in Beverly Hills. Los Angeles ist wohl für viele Touristen in Kalifornien die erste Anlaufstelle und die Stadt, an der sich die Geister scheiden. Es gibt Leute, die schwören auf Los Angeles, die lieben Los Angeles, und dann gibt es die Leute, die sagen, naja, Los Angeles, das hast du in einem Tag gesehen und dann war's. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. In dieser Folge von Visit USA TV nehmen wir dich mit und erkunden gemeinsam mit dir die Spots, die Sehenswürdigkeiten von Los Angeles, die du auf jeden Fall gesehen haben solltest. In Teil 2 werden wir all die Dinge betrachten und anschauen, die wir in Teil 1 nicht untergebracht bekommen haben. Einer der Instagram-Hotspots Nummer 1 in Los Angeles ist hier der Vorplatz vom Los Angeles County Museum of Arts. Der Vorplatz war so ein bisschen langweilig und dann hat man überlegt, wie kann man den schöner gestalten. Und 2008 kam dann der Künstler Chris Burden auf die Idee, die alten ausrangierten Straßenlaternen aus den 20er und 30er Jahren aufzuhübschen und hier aufzustellen. Mittlerweile ist es so, dass mehr Leute kommen, um die Straßenlaternen zu beobachten, sich da zu fotografieren, als in das Museum selber reinzugehen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir sind so ein bisschen genauso, weil die moderne Kunst interessiert uns jetzt im Moment nicht so sehr, aber den Spot wollten wir euch unbedingt zeigen. Venice Beach, das berühmte Venice Beach. Der Strand, die Stadt, man kennt es. Für manch einen ein Sehnsuchtsort, ein Ort, an dem du alles Mögliche erleben kannst. Wenn du hier an der Strandpromenade entlang bummelst, kannst du alles Mögliche kaufen. Vom angemalten Totenkopf über komisches Essen bis hin zu ägyptischen Waren, wofür auch immer. Hier am Strand in Venice gibt es, hinter mir siehst du es vielleicht, das berühmte Venice-Zeichen, ist abends besser, weil es dann beleuchtet ist. Du findest hier die Rettungsschwimmerhäuschen, die du aus Funk und Fernsehen kennst, mit den dazugehörigen Autos, die aber nur in Malibu und anderswo gelb sind. Hier sind sie rot. Hier ist der berühmte Skaterpark, hier gibt es einen schönen Strand. Man muss es mögen oder man mag es vielleicht nicht. Wenn du es nicht magst, solltest du es dir trotzdem anschauen, damit du es mal gesehen hast. Und wenn du es magst, dann kannst du ja wahrscheinlich Tage verbringen, kannst viel entdecken und wirst viel, viel Spaß haben.
Der Santa Monica Pier ist wahrscheinlich eines der Hauptvergnügungszentren in Los Angeles, wenn nicht sogar das Hauptvergnügungszentrum. Hier auf dem Pier findest du Fahrgeschäfte, Imbissbuden, Restaurants und jede Menge Menschen. Es gibt Wochentage, da ist hier weniger los und es gibt Tage, da brennt hier die Hölle. Wenn du hierher kommst, solltest du Zeit einplanen. Was meine ich damit? Zeit einplanen, erstmal einen Parkplatz zu bekommen, dann kostet das Parken richtig viel Geld. Plane mal so für das Parken zwischen 10 und $20 ein. Das ist aber immer noch preiswerter, als irgendwo im Halteverbot zu stehen, denn das kann dich schnell $65 und mehr kosten. Die Erfahrung habe ich schon am eigenen Leibe gemacht, deswegen ist es wichtig, die Verkehrszeichen vorher zu lesen. Ansonsten kannst du hier einfach Spaß haben, kannst Achterbahn fahren, kannst Riesenrad fahren, kannst Künstler sehen und kannst einfach die Zeit genießen, wenn du sie denn hier genießen möchtest, denn meistens sind hier sehr viele Menschen unterwegs. Nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische zieht es hier zum Pier. Am Pier kannst du vom Wasser aus, nein, nicht vom Wasser aus, vom Pier aus manchmal Delfine sehen, aber meistens auf jeden Fall Seelöwen und andere Fische, die du von hier, von oben aus sehen kannst. Das Hollywood-Sign, das Zeichen, was jeder kennt, wenn er an Los Angeles denkt. Und ich will dir auch erzählen, wie das entstanden ist. 1923 hat nämlich eine Maklerfirma hier versucht, Land zu verkaufen und irgendwie hat es nicht so richtig gut geklappt. Also haben sie hier die Buchstaben aufgestellt und damals hieß es noch Hollywoodland. Sie sollten auch nur für ungefähr 1,5 Jahre hier stehen. Aber in der Zwischenzeit hat sich Hollywood als die, ich sag mal, Filmbranche herausgestellt. Und so beließ man es einfach dabei, bis 1940 der Buchstabe H einfach umgefallen ist. Und da hat man sich überlegt, Mensch, das müssen wir irgendwie wieder aufstellen. Also hat man angefangen, es zu restaurieren und hat das Land weggelassen und nannte es nur noch Hollywood. Bis heute sind die Zeichen mittlerweile, ich glaube, 5-mal schon restauriert worden. Und nur für dich als Info, jeder Buchstabe ist 14 Meter hoch und das ganze Sign sind mittlerweile 137 Meter, die es sozusagen ausmacht. Also, das ist die Geschichte zum Hollywood-Sign. (2002) wurde hier in Los Angeles The Grove erbaut. Das ist ein Einkaufszentrum der besonderen Art. Man nennt es auch europäischer Stil. Wie viel europäischer Stil ist, kannst du dir selber
aussuchen. Sie meine damit, dass hier nicht wie in einer Mall, in einer großen Halle ganz viele einzelne Läden entstanden sind, sondern hier hat tatsächlich jeder Laden ein eigenes kleines Häuschen. Du findest hier im Grove nicht nur die Einkaufsläden, sondern auch eine wunderschöne Anlage, die herrlich gestaltet ist. Da ist ein kleiner Springbrunnen und auch eine kleine historische Straßenbahn fährt hier, die dich von einem Ende bis zum anderen bringt. Du kannst es echt besuchen, es macht viel Spaß hier durchzugehen und wie du siehst, hier tobt das Leben. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go. We wanna go, go. Der Walk of Fame ist ein Gehweg in Los Angeles, der sich über 15 Häuserblöcke des Hollywood Boulevard erstreckt. Hier findest du die Sternchen, die in den Boden eingelassen sind, und zwar für Prominente, für Persönlichkeiten, für Teile, die sich hier in der Filmindustrie bekannt gemacht haben. Bisher sind über 2700 Sterne hier im Walk of Fame vorhanden. Du musst ein bisschen aufpassen, hier findest du überall an den Ecken irgendwelche Schauspieler, die dich gerne, in ihren Bann ziehen wollen, die sich mit dir fotografieren lassen wollen. Frag aber vorher, was das kostet. Die nehmen nämlich zum Teil wirklich sehr viel Geld für so ein Foto. Ich möchte dich auch warnen, dass du hier am Walk of Fame irgendwelche Touri-Touren buchst, die dich führen sollen zu den Häusern von irgendwelchen Stars. Weil in der Regel siehst du dabei nicht viel, gibst aber sehr viel Geld aus. Also ärger dich nicht und lass es einfach. On a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Am Chinese Theater kannst du von Filmstars die Hand- und Fußabdrücke direkt hier vorne am Fußboden sehen und auch deren Unterschrift oder eingeritzte Zeichen erkennen, und du kannst selber deine Hände und Füße reinhalten und damit lustige Fotos machen. In Teil 2 nehmen wir dich mit zum Griffith Observatory, zum Hollywood-Zeichen, besuchen mit dir den Farmers Market in LA, machen einen kleinen Ausflug zu den Venice Canals und schauen uns Beverly Hills und den Rodeo Drive an. Das war Los Angeles. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp von uns mitnehmen, der dir bei deiner Reiseplanung helfen wird. Wenn du künftig noch mehr Tipps bekommen möchtest rund um Urlaub in den USA, dann abonniere jetzt einfach den Kanal. So kannst du sicherstellen, dass du mehr oder weniger immer informiert wirst, wenn wir ein neues Video posten. Bis dahin erstmal.